Bayern gegen Hoffenheim eröffnet den 17. Spieltag und somit das Ende der Hinrunde im neuen Jahr. Endlich geht's wieder los, Bundesliga, das Wochenende hat wieder einen Sinn. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Fußballjahr verläuft, vor allem jetzt natürlich die Bundesliga. Schauen wir mal rein. Also Bayern gegen Hoffenheim, heute geht's los. Sollte eine klare Sache sein für Bayern, möchte man meinen, weil die wollen vorlegen. Haben ja noch ein Spiel weniger gegenüber Leverkusen, das holen sie dann Ende Januar gegen Union nach. Afrika Cup, Asien Cup spielt bei vielen Vereinen auch noch so eine Rolle. Bayern-Hoffenheim würde ich aber eine klare Nummer sagen. Ich glaube 3-1. Ja, Bayern-Defensive, wobei, machen wir mal ein 3-0. Hoffenheim bin ich mir immer nicht so sicher. Hinten haben sie jetzt auch Kevin Vogt verloren. Der geht jetzt zu Union Berlin nochmal auf seine alten Tage. Will nochmal 3,5 Jahre was in Berlin starten. Und ansonsten glaube ich einfach, wenn die Bayern so weitermachen, sind die halt der einzige ernsthafte Konkurrent gegenüber Leverkusen oder auch umgekehrt. Je nachdem, wie ihr es sehen wollt. Aber ich glaube, das wird eine klare Nummer. Am Samstag geht es dann weiter mit Köln gegen Heidenheim. Die Kölner sind ja auf zweierlei Art so ein bisschen am Arsch, könnte man sagen. Erstens mal, neuer Trainer, Steffen Baumgart ist dann doch letztes Jahr nach dem 16. Spieltag entlassen worden. Ob das so die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht, weil ich finde, dass Baumgart oder auch ein anderer Trainer da jetzt nicht viel draus machen kann, wenn man nun mal keine Spieler verpflichten kann, wenn das Personal nicht da ist. Ich finde, Baumgart hat einfach gut nach Köln gepasst, von daher vielleicht ein bisschen schade, vielleicht ein bisschen voreilig, aber gut, auf der anderen Seite wollen die Kölner natürlich, wie auch jeder andere Verein wahrscheinlich, das gemacht hätte, nochmal neuen Impuls setzen und neue Ideen reinbringen. Und auf der anderen Seite haben sie die Transfersperre. Die dürfen jetzt im Winter keinen verpflichten. Die dürfen dann im Sommer 24 in dem Transferfenster auch keine Spielerankäufe tätigen. Also das könnte sportlich gesehen so etwas wie der Todesstoß sein für die Kölner. Kann natürlich aber auch auf der anderen Seite eine große Chance sein, dass man jetzt ein bisschen mehr mit Jugendspielern arbeitet, Jugendspieler hochzieht, da eine neue Mannschaft aufbaut, dann vielleicht auch mal den Gang in die zweite Liga geht, um dann wieder gestärkt zurückzukommen. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Kölner damit umgehen. Gegen Überraschungsmannschaft Heidenheim. Die haben wirklich eine sensationelle Hinrunde gespielt, wahrscheinlich auch besser, als sie es sich selber wahrscheinlich erträumt hätten. Von daher, ich würde jetzt einfach Heidenheim auf Sieg tippen. Ich glaube, die starten gut rein ins neue Jahr. In den letzten Spieltag der Hinrunde ein knappes 1-0, würde ich sagen, wird sehr kampfbetont, würde ich mal meinen. Die Kölner wollen jetzt natürlich so eine Erst-Recht-Reaktion vielleicht zeigen oder ja, aus der Situation möglichst das Beste machen. Aber ich tippe mal 1-0 für Heidenheim. Augsburg gegen Leverkusen ist auch eine ganz, ganz gefährliche Partie, finde ich, für die Leverkusener. Nicht nur, weil sie jetzt viele Spieler aufgrund des Afrika Cups verloren haben, weil auch unter anderem Boniface jetzt erstmal bis Anfang April ausfällt. Der hat sich verletzt, der fährt also gar nicht zum Afrika Cup. Haben aber mit Patrick Schick vorne einen, der Boniface, glaube ich, ja, adäquat ersetzen kann mit halt anderen Qualitäten. Dass Schick halt ein Torjäger ist, das wissen wir, glaube ich, alle. Hat halt nur gegenüber Boniface den kürzeren gezogen, weil er halt auch selber verletzt war. Ne? Deswegen konnte er da nicht so viel machen. Aber jetzt die Spiele vorm Winter, vor Weihnachten hat er echt gut gespielt, gut performt. Und Augsburg ist halt immer unangenehm. Das weiß die Eintracht, die da nicht gewonnen hat. Das weiß auch Dortmund, die da, glaube ich, auch nicht gewonnen haben. Und von daher wird das auch für Leverkusen ziemlich schwer. Schwach nicht, aber schwer. Aber ich glaube, dass sie das machen. Ich mache mal ein knappes 2-1. Geht es jetzt darum, auch schon mal vorzulegen, ne? Wenn die Bayern gewinnen sollten gegen Hoffenheim, dass sie diesen Abstand bewahren. Weil Bayern wird, glaube ich, gegen Union das Nachholspiel gewinnen. Und dann ist halt Leverkusen wieder in der Jägerrolle. Aber momentan sind sie die Gejagten. Aber ich glaube, dass sie das gegen Augsburg noch irgendwie hinkriegen werden. Leipzig gegen Frankfurt, der alljährliche Zahnarztbesuch in Leipzig. Gehst du nicht gern hin, fährst du nicht gern hin, musst du halt mal machen. Und dann ist auch wieder gut. Ich tippe natürlich für die Eintracht, für meinen Verein, wie immer 1-0. Glaube aber nicht, dass es so zustande kommen wird. Aber wer weiß, vielleicht mit Donny van de Beek und Sascha Kalajdzic 2 Neuzugänge für den Winter. Van de Beek, glaube ich, Leihe mit Kaufoption. Bei Sascha Kalajdzic nur eine Leihe erstmal für ein halbes Jahr. Da kann aber noch eine Kaufoption oder dann neu verhandelt werden, dass man ihn vielleicht doch holt, fest im Sommer. Dazu sind wir ja noch dran, entweder an Hugo Ekitike von Paris, der wollte ja im Sommer schon mal irgendwie, aber dann irgendwie doch nicht. Wollte sich halt bei Paris versuchen durchzusetzen. Und ganz interessanter Mann von Stade Rennes, glaube ich, Kali Muendo. Hört sich so ein bisschen an wie unser ehemaliger französischer Stürmer, der nach Paris abgewandert ist am letzten Transfertag im Sommer. Und Leipzig auf der anderen Seite, sportlich gesehen, haben die schon auch ein paar gute Spieler drin. So ist es jetzt nicht. Also Openda und Xavi Simons, um Nummer 2 zu nennen. Ja, trotzdem mag die irgendwie auch niemand zurecht. Also ich persönlich auch nicht. Ich wünsche den sportlich nach wie vor immer noch den Absturz in die Belanglosigkeit. Wird aber leider nicht passieren, gehe ich von aus. Und ich glaube auch nicht, dass die Eintracht gewinnt in Leipzig. Aber vielleicht
kann man sich ja irgendwie 0-0 ermauern. Haben wir ja sogar schon mal geschafft, aber ist schon irgendwie 5-6 Jahre her, keine Ahnung. Deswegen ist mal wieder an der Zeit, in Leipzig für eine Überraschung zu sorgen. Freiburg gegen Union, das ist mein erstes Unentschieden-Spiel, was ich hier tippen werde. Und zwar 1:1, weil ich einfach glaube, dass Union auf jeden Fall besseren Fußball spielen will und auch Fußball spielen muss im Vergleich zur Hinrunde. Das hätte, glaube ich, niemand von uns gedacht, dass die mit dem Kader, der von den Spielern her eigentlich gar nicht so schlecht sich angehört hat. Also ein Bonucci zu holen, das ist schon eine Win-Win-Situation. Eigentlich, dann haben sie vorne einen Fofana von Chelsea ausgeliehen, glaube ich, der jetzt auch wieder wegwechselt. Genauso wie Bonucci übrigens, der zu Fenerbahce geht. Also haben sie nicht so ganz glücklich ausgesehen mit den Transfers im Sommer. Und Freiburg, klar, die wollen auch oben dran bleiben, auch mal sehr unangenehm zu spielen. Gute Truppe auch, ja, ab und an schießen sie auch mal ein paar gute Tore. Haben gegen uns im Testspiel gewonnen, 5:2. Also von daher sind die auch schon wieder ganz heiß auf den, ja, wie nennt man das, Restart, auf den 17. Spieltag. So, und von daher werde ich mal 1:1 tippen. Mainz gegen Wolfsburg, auch ein Duell zwischen zwei kriselnden Clubs, wobei es den Wolfsburgern da ein bisschen besser gehen sollte als den Mainzern, die unten drin stehen, zwar mit neuem festen Cheftrainer, Jan Siewert macht das jetzt. Und die haben auch eigentlich keine schlechte Truppe, muss ich sagen. Also Mainz, die stehen auch, vielleicht wie Union und Köln und alle anderen, die da unten drin stehen, zu Unrecht, spielen gar nicht so schlecht, aber schießen halt keine Tore und dann nutzt auch keine Punkte. Und bei Wolfsburg auf der anderen Seite hast du Niko Kovac, eigentlich kein schlechter Trainer, läuft momentan nicht so rund, ja, wechselt wohl oft das System, so was ich mitbekommen habe, lässt dann halt auch oftmals Spieler da spielen, wo sie eigentlich gar nicht spielen können oder Spieler, die eigentlich nicht gut genug sind für die erste Mannschaft, aber gut, lass mal machen. Ich glaube, dass Wolfsburg da sich knapp durchsetzen wird. Habe ich einfach so im Gefühl. Blödes Gefühl will ich nicht sagen. Also, ich meine, meine Wolfsburg-Agenda war früher mal größer. Jetzt ist mir das so egal. Außer wenn sie gegen Eintracht spielen natürlich. Aber ansonsten ist mir das eigentlich Wumpe. Und ich denke mal, in dem Duell werden sie sich ganz knapp durchsetzen. Das Topspiel am Abend ist dann Darmstadt gegen Dortmund. Die unter anderem mit Nuri Sahin, Sven Bender auf der Trainerbank, mit Matzen und vor allem mit Jadon Sancho auf dem Rasen im Spielerkader nochmal ein bisschen vielleicht für Leichtigkeit sorgen sollen, für Qualität natürlich. Jadon Sancho, der hat wirklich in Dortmund, muss man ehrlicherweise zugeben, eine richtig, richtig gute Zeit gehabt, eine richtig gute Phase. Hat dann Dortmund wahrscheinlich zu früh verlassen, aber wahrscheinlich mussten sie das auch damals machen, weil Unsummen an Geld geboten wurden. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Ablöse damals war bei Jadon Sancho, aber es ist genauso zum Beispiel wie Luka Jovic bei der Eintracht damals oder auch wie Moani. Die sind beide Male für Preise verkauft worden, da konnte die Eintracht nicht Nein sagen. Also 60 Millionen bzw. 95 Millionen für die Eintracht, das musst du immer annehmen. Das ist einfach so. Wir sind nicht in der Lage, dass wir das mal ablehnen können. Wir sind halt leider kein Scheichklub. So, und Darmstadt auf der anderen Seite, die müssen auch unten raus. Ob sie die Qualität dazu haben, wage ich mal anzuzweifeln und deswegen durch Jadon Sancho, durch diesen Transfer und auch durch Matzen, glaube ich, der eventuell der Verteidigung ein bisschen mehr Stabilität bringt, könnte eventuell die Leichtigkeit zurückkehren und auch die Zielstrebigkeit. Ist halt die Frage, ob das für ein halbes Jahr Sinn macht ohne Kaufoption. Aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen weit weg, um das wirklich seriös beurteilen zu können. Wenn es hier Dortmund-Fans gibt, geht gerne damit unten in die Kommentare. Am Sonntag dann unter anderem Bochum gegen Bremen, auch ein Duell. Um Abstieg hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht. Also ich hätte Bremen auch ein bisschen stabiler eingeschätzt. Da geht es ja um Boré, dass man den für 500.000 € in 5 Raten verkauft. Ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen auf Twitter, der südamerikanische Twitter-User, ich glaube Ener Valencia, also angelehnt an den Fußballer Ener Valencia, hat da so ein bisschen für Furore gesorgt, hat versucht Sascha Kalajdzic zu befreien und Boré für 500.000 € in 5 Raten an seinen Heimatclub abzugeben. Völlig verrückter Typ, aber richtig coole Sau. Ich habe mit dem schon privat öfter mal geschrieben. Richtig nett, richtig cool und von daher bin ich mal gespannt, ja, ob Bremen mit Boré in Bochum spielt oder ohne Boré. Und wenn Boré nicht mehr da ist, wer spielt dann vorne? Neben Duxch. Duxch wird natürlich nicht der Einzige sein, mit dem sie in die Rückrunde dann gehen. Das wäre ein bisschen fatal. Tja, und Bochum zu Hause. Die haben immer dann, wenn ich gegen sie getippt habe, zu Hause gewonnen. Wenn ich es jetzt umgekehrt mache, dann verlieren sie. 100%. Aber ich tippe mal für Bochum. Ich mache ja auch ein knappes Ergebnis. 2:1, weil Bochum zu Hause mit den Fans im Rücken. Das ist halt einfach dann nochmal was ganz anderes. Und von daher hoffe ich, dass ich da mal ein paar Punkte kriege. Ansonsten war es das letzte Mal, dass ich für Bochum getippt habe. Und zum Abschluss dann noch Gladbach gegen Stuttgart. Auch eine der Überraschungsmannschaften der Hinrunde. Girassi, Undav, Mio und wie sie nicht alle heißen, mit Hoeneß an der Seitenlinie. Das ist echt ein geschworener Haufen. Die haben das echt gut gemacht. Die stehen da oben auch zurecht. Also das haben sie jetzt sich nicht irgendwie durch Zufall
ermauert oder so. Also die haben richtig guten Fußball gespielt. Frage ist halt auch, ob die das konstant in der Rückrunde dann fortsetzen können. Ne? Das ist immer dann das, was ich bei so Mannschaften so ein bisschen anzweifle oder wo ich so ein bisschen Sorge habe, dass die jetzt nach unten durchgereicht werden. Aber warum? Auf der anderen Seite ist die Frage, warum? Klar, Guirassy fehlt, dafür haben sie aber Dennis Undav, der genauso gut treffen kann wie Guirassy, bin ich der Meinung. Und wenn sie es wirklich so durchhalten können, dann spielen sie auf jeden Fall international. Ob jetzt Champions League, Euroleague oder in der Conference League, das bleibt dann mal abzuwarten. Aber ich glaube, dass die Stuttgarter, wenn sie so weitermachen, dass sie wirklich einen guten Kader haben, guten Trainer, gute Mannschaft, junge Talente mit hohem Potenzial auch noch, glaube ich, dass sie international spielen könnten nächste Saison. Ich tippe daher mal hier Stuttgart auf Sieg. Auch ein knappes Ding, 1:0. Ich bin wieder sehr, sehr vorsichtig hier mit meinen Ergebnissen. Habe auch nur einen Unentschieden, weil ich denke, komm, 17. Spieltag, Hinrunde. Nächste Woche beginnt dann die Rückrunde. Bin ich auch sehr, sehr gespannt. Speichern wir mal die Tipps und wir gucken mal auf die Gesamtübersicht. Nochmal zur Erinnerung, dem Gewinner winken ja am Ende des Kick-Tipp-Spiel der Saison nicht 50 Euro wie gewohnt, sondern 100 Euro, weil es halt eine Jubiläumssaison ist hier. Ich glaube, die 5. mittlerweile. Von daher strengt euch fleißig an und es sind auch schon ganz, ganz fleißig hier die Punkte gesammelt worden. Ihr seht das, 211, 209, wie eng das zusammen ist. Dekinio auf der 1, dann haben wir den Paul OGC, dann haben wir Prinz Poldi, Hegebusch, Rafa, FCM. Levin ist auch oben mit dabei. Wie der da hinkommt, weiß ich auch nicht. Hat wahrscheinlich auch seine Ergebnisse gewürfelt. Und ich bin 15. Ich bin auch gar nicht so weit weg von der Spitze. Das wird natürlich nochmal alles hier zusammengewürfelt mit den Bonustipps am Ende. Also ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht. Ja, wöchentlich die Bundesliga, außer die Nationalmannschaft grätscht mal wieder dazwischen. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was das wird dieses Jahr. Die Heim-EM. Ob das so ein Desaster wird wie in Katar oder ob das so ein Heimspektakel wird wie vielleicht bei der WM 2006. Wer weiß es schon. Keine Ahnung. Aber jetzt erstmal ein bisschen Bundesliga. Ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Lasst einen Daumen nach oben da. Kostenloses Abo und aktiviert die Glocke. Und viel Glück mit euren Tipps für eure Mannschaften. Und wir sehen uns nächste Woche wieder mit dem Start der Rückrunde, Spieltag 18. Macht's gut. Ciao, ciao.